Nachdem du dein Bike ausgepackt und aufgebaut hast, stellst du dir die Position des Shapeshifter-Hebels so ein, dass du auch den Schalthebel bequem erreichen kannst. Der Shapeshifter sollte sich für die folgenden Einstellungen im XC-Mode befinden. Die grüne Anzeige an der Wippe steht für den XC-Mode. Im Lieferumfang findest du diese Dämpferpumpe und ein Spezialventil dazu. Schraube das Ventil auf die Dämpferpumpe. Öffne nun das Ventil des Shapeshifter-Systems. Die Dämpferpumpe wird dann mit dem silbernen Rädchen auf das System geschraubt. Jetzt musst du das schwarze Rädchen vom Spezialventil reinschrauben. Damit öffnest du das Ventil des Shapeshifters. Auf der Anzeige der Pumpe sollte nun schon der Druck angezeigt werden. Pumpe das System entsprechend der Tabelle auf. Jetzt kannst du das schwarze Rädchen wieder rausschrauben, um das Ventil zu schließen. Bevor du die Dämpferpumpe abschraubst, solltest du den Druck aus dem Schlauch ablassen. So bekommst du die Pumpe leichter wieder ab. Trenne dann die Dämpferpumpe über das silberne Rädchen wieder vom System. Vergiss nicht, den Deckel vom Shapeshifter-Ventil wieder aufzuschrauben, wenn du fertig bist. Bevor du den Dämpfer Sag einstellst, solltest du in den DH-Mode schalten. Halte dazu den Shapeshifter-Hebel gedrückt und verlagere dein Körpergewicht dynamisch mit leicht gebeugten Armen und Beinen nach hinten. Die Fersen wippen dabei nach unten für die Dauer des Schaltvorgangs. Dabei spürst du, wie das System durch diesen Impuls in den unteren Anschlag fährt. Lasse den Shapeshifter-Hebel dann direkt wieder los. Das System befindet sich jetzt im tieferen DH-Mode und hat eine weichere Abstimmung. Gelingt es dir nur schwer, in den DH-Mode zu kommen, solltest du etwas Luft aus dem Dämpfer ablassen. Danach setzt du dich einfach einmal kurz aufs Bike, um deinen Sag am O-Ring abzulesen. Falls der Sag mehr als 25% beträgt, pumpe den Dämpfer auf und kontrolliere den Sag dann nochmal. Sollte der Sag zu gering sein, lass einfach mit Hilfe der Dämpferpumpe etwas Druck aus dem Dämpfer ab. Wiederhole die Schritte so lange, bis der Sag ziemlich genau auf 25% eingestellt ist. Nur dann kann das Shapeshifter-System optimal mit dem Dämpfer harmonieren. Um in den XC-Mode zu schalten, halte den Shapeshifter-Hebel wieder gedrückt und verlagere dein Körpergewicht mit leicht angewinkelten Armen und Beinen dynamisch nach vorne oben. Deine Fersen folgen dieser Bewegung und die Fußspitzen zeigen zum Boden. Damit wird das System entlastet und der Dämpfer fährt aus. Lasse den Shapeshifter-Hebel direkt los, bevor du dein Körpergewicht wieder zentral über dem Rad positionierst. Das System befindet sich jetzt wieder im höheren XC-Mode und hat eine straffere Abstimmung.